Ja. Ja. Guten Morgen erstmal zusammen. Genau, guten Morgen. Wir wollten uns an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei euch bedanken für die ganzen Kommentare zum letzten Video. Das war wirklich unglaublich, wie viele von euch uns geschrieben haben. Das haben wir auch wirklich gebraucht an der Woche. Wir haben da eine ziemlich miese Zeit gehabt zwischendurch und Die Kommentare haben uns zwischenzeitlich so aufgemuntert, weiterzumachen und den Kopf nicht hängen zu lassen. das hat nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwie irgendwelche Leute uns blöde Kommentare geschrieben haben, sondern es hatte eher mit anderen Dingen zu tun. Aber seht selbst, jetzt kommt der Vorspann. Das war eine Fahrt, sag ich dir. Also ständig passiert was. Vor 3 Tagen noch zu zweit, heute alleine. Mittlerweile hat sich das Bild gewandelt, wie unsere Situation hier gerade ist. Nico liegt im Bett, ihm geht's überhaupt nicht gut. Der Ort ist ja wohl wunderschön. Es gibt halt auch menschliche Enttäuschungen. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Alles in Ordnung. Was hast du gerade gemacht? Geprüft, ob die Bremsen irgendwie heiß werden, also ob sie noch fest irgendwie sind, aber alles gut. Also, es scheint wohl wirklich das gewesen zu sein, dass sie zu stramm gewesen sind, die Bremsbeläge. Wir sind angekommen. Endlich. Das war eine Fahrt, sag ich dir. Ja, es ist immer wieder, es passiert, also ständig passiert was. Es wird nicht langweilig, ne? Nee. Also als wir von der Autobahn wieder runtergefahren sind, quietschten die Bremsen. Und ja, die waren auch wieder heiß. Vorne links nur, nicht vorne rechts. Warum? Und Diesmal vorne und nicht hinten. ja, kann ich überhaupt nicht erklären. Ich habe keine Ahnung. Also auch das Lösen der Federspeicher hinten hat gar nichts gebracht. Ich habe jetzt eine Theorie. Wir haben nämlich beide Reifen auf der linken Seite mal gelöst und abgehabt und wieder raufgeschraubt. Und dass vielleicht die Schrauben nicht komplett richtig dran sind. Vielleicht brauchen die einfach noch mehr Anzugsdrehmoment. Und dass halt die Trommeln sich etwas verkantet haben und somit dann die Bremsbeläge mitgeschliffen haben. Jetzt kühlen die erstmal ab und morgen sehen wir weiter. Jetzt werden wir erstmal schön bei Jörg, der hat uns eingeladen, dass wir hier stehen dürfen, den Abend verbringen, bei Lagerfeuer, Burger und ja, ein bisschen Wein haben wir mitgebracht und ja, wir freuen uns einfach. Richtig. Gestern sind ja gleich 2 Bremsen irgendwie ja, heiß gelaufen, also hier vorne links und hinten links schon wieder. Vorne hat es dazu dann auch noch richtig fiese gequietscht und immer dann, wenn man so eingeschlagen ist, hat man gemerkt, dass es dann auch wieder wegging und ich habe da jetzt den Verdacht, dass die Radmuttern sich gelöst haben und das will ich jetzt einmal gucken, ob ich nachziehen kann. Ja, die Radmuttern, die waren es dann nicht, also habe ich angefangen, die Trommel runterzunehmen, um zu gucken, was das Problem ist. Vor 3 Tagen noch zu zweit, heute alleine. Die kleine Lehre bei Hans-Peter hat da geholfen. Also sieht alles normal aus, wenn ich das so wie ich das jetzt als Laie beurteilen kann. Die Bremsbeläge sehen nicht irgendwie matschig aus oder so. Ich weiß nicht, wie man das einschätzt, ob Bremsbeläge irgendwie verbrannt sind oder nicht. Oder sieht aber nicht so aus, wenn ich mir die Trommeln angucke. Nichts irgendwie blau oder angelaufen oder so. Keine Risse, nix, ne? Nee. Es hat sich dann herausgestellt, dass es ein kleiner Stein war, der zwischen dem Ankerblech und der Trommel geschliffen hat. Die Schleifspuren konnte ich da ganz deutlich sehen. Ich habe es leider dann aber nicht aufgenommen, um es euch zu zeigen.
Da war der Finger zwischen. Jetzt wird es interessant, ob ich das dann auch allein hinkriege, den Reifen da jetzt drauf zu wuchten. Das war mal einfach. Ist nicht so einfach wie vorne. Nee, eigentlich nicht. Wohin damit? Jo. Vorne habe ich jetzt wieder zusammen. Die Bremse, da war eigentlich bis auf Schleifspuren innen, die auf den Stein hinweisen, nicht zu sehen. Sieht super aus, ist gar nichts. Trommel in Ordnung, Bremsbeläge in Ordnung. Ich habe alles gereinigt, wieder zusammengebaut. Das ging eigentlich relativ einfach noch. Jetzt hier das Hinterrad, da war ich jetzt bei, habe mir die Bremse mal angeguckt und ja, da beginnt die Achse schon wieder undicht zu werden. Da müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt mit umgehen. Das hatten wir in Hamburg reparieren lassen, ja, bei Renault. Und das ist jetzt ein paar Wochen her. Und mit denen haben wir schon telefoniert. Die haben uns schon eine Werkstatt hier in der Nähe genannt. Und mit denen müssen wir jetzt Kontakt aufnehmen, was wir da machen. Genau. Damit wir aber jetzt nicht mit fester Bremse weiterfahren, aus der anderen Werkstatt habe ich mitbekommen, wie man die Bremsen neu einstellt, dass die Backen mehr Luft zur Trommel haben. Das habe ich gemacht. Man dreht halt die Bremszylinder im Uhrzeigersinn rein, dann ist da mehr Luft dazwischen. Alles sauber gemacht, baue jetzt hier noch alles zusammen und dann werden wir noch mal eine Probefahrt machen, heute oder morgen. Ich bin hier gerade am Recherchieren. Mittlerweile hat sich das Bild gewandelt, wie unsere Situation hier gerade ist. Ich habe jetzt beide Trommeln aufgehabt und habe auch festgestellt, dass dort auch wieder Öl aus den Achsen kommt. Zusätzlich habe ich geguckt, wie der Zustand der Bremszylinder ist. Also habe mir mal die Manschetten angeguckt, wie es da drunter aussieht, und ja, das war ernüchternd. Die müssen eigentlich alle mal einmal durchgetauscht werden. 13 haben wir ja schon irgendwie im Zulauf. Da hatte ich mich ja schon vorher drum gekümmert, weil ich mir das schon gedacht habe, dass es irgendwann mal kommt. Den 4. hatte ich auch in Auftrag gegeben, aber den konnte die Firma bisher nicht besorgen. Und jetzt bin ich gerade dabei, irgendwie herauszubekommen, wo ich dann noch so einen Zylinder herkriege. Weil das ist nämlich ausgerechnet auch der Zylinder, der undicht ist. Ja, was wird jetzt noch passieren? Wenn wir die Zylinder haben, suchen wir uns eine Werkstatt, die zumindest da irgendwie schon mal mit zu tun hatte, mit Hydraulikbremsen. Reine LKW-Werkstätten werden uns da nicht so helfen, weil die nur Druckluftbremsen können oder nur noch. Wir sind da gerade auch in Kontakt mit jemandem, der uns ganz, ganz doll hilft. Sebastian, an der Stelle vielen, vielen Dank nochmal. Ja, das Ganze wieder in die Spur zu kriegen und die Bremsen zu reparieren. Ja, wir suchen uns eine Werkstatt, wo wir stehen können, wo das repariert wird. Und das machen wir dann, wenn die Bremszylinder alle da sind. Dann werden wir uns dann da hinbegeben. Solange werden wir hier noch stehen und gucken, was wir bewegen können. Und an der Stelle natürlich auch Dank an Jörg, dass er uns hier stehen lässt auf seinem Grundstück. Das ist super hilfreich. Das ist auch eine super schöne Gegend hier. Wenn die Umstände nicht so doof wären, dann könnte man das direkt genießen hier. Ja, irgendwie genießen wir das auch so ein bisschen. Das ist so ganz komisch, so eine zwiespältige Situation. Irgendwie so einerseits ist es total geil hier, andererseits ist die Situation total beschissen. Also naja, aber Jörg, vielen Dank. Es ist sowieso vielleicht eines der Dinge, die wir jetzt auf dieser Reise jetzt schon erleben, wie viel Hilfsbereitschaft uns jetzt schon entgegengebracht wird und eben auch in Deutschland. Ja. Also wer vielleicht denkt, dass die Deutschen irgendwie ein mürrisches Volk sind und nicht hilfsbereit sind, das können wir jetzt nicht bestätigen. Guten Morgen. Heute kommen 3 von 4 Bremszylindern an. Der 4. ist leider nicht mehr zu bekommen, trotz 1,5 Tage Suchen
und ganz viel Hilfe aus der Community finden wir den 4. leider nicht mehr. Ja, es läuft wohl jetzt darauf hinaus, dass wir den 4. mit unserem Reparaturset bei einer Werkstatt reparieren lassen werden. Aber bevor es heute weitergeht, die Problemlösung anzugehen und YouTube-Videos zu schneiden, wollen wir ein bisschen die Gegend mal erkunden und mal schauen, wo wir hier eigentlich stehen. Schon kuriose Ortsnamen. Ich bin mal gespannt, was wir sonst noch für Ortsnamen so auf der Reise finden werden. Da stehen wir gerade mit unserem LKW. Ein super, super schöner Platz. Also heute werde ich jetzt mich darum kümmern, Werkstätten zu finden, die dann den Bremszylinder, also die Bremszylinder austauschen. Werden ja alle 4 hinten getauscht, beziehungsweise einer muss ja repariert werden. Das steht heute an. Und ja, Yvonne? Ich kümmere mich heute um das nächste YouTube-Video, was ihr dann am Sonntag sehen werdet. Also alles am Laufen. Genau, es geht weiter. Jetzt haben wir dann das Paket endlich bekommen. Wir haben 3 Zylinder von 4, die wir brauchen. Und da hat sich auch was Neues ergeben, dass wir möglicherweise da Hilfe bekommen von einem, den ich vorher kennengelernt habe, der uns schon Teile verkauft hat für die Bremse. Und vielleicht können wir da eventuell die Bremse fit machen, sodass wir dahin kommen am Ende, wo wir vielleicht die Bremse komplett überholen lassen. Aber das überlegen wir uns nochmal, dann legen wir uns jetzt die Karten. Aber es haben sich jetzt viele Optionen ergeben durch so viele nette Menschen, die uns helfen. Also das ist schon ein tolles Gefühl. So kann es dann manchmal auch kommen. Wir waren auf unserem vorherigen Stellplatz leider nicht mehr erwünscht. Deshalb mussten wir uns jetzt schnell was anderes suchen. Und ja, wir sind hier auf einem ganz normalen Wohnmobilstellplatz gelandet. Kostet 10 € am Tag. Wir haben leider erst in 4 Tagen unseren Werkstatttermin in Frankfurt, sodass wir es jetzt erstmal hier ein bisschen aushalten müssen. Ist leider sehr ungünstig gerade der Zeitpunkt, weil Nico vor ein paar Tagen auch noch Corona-positiv getestet worden ist. Und wir würden uns ja auch gerne was anderes suchen, aber ja, die Kondition momentan lässt es halt nicht zu, den LKW überhaupt irgendwo hinzufahren. Ja, jetzt muss ich erstmal für Kleingeld sorgen, weil irgendwie alle Automaten hier, ob Strom oder auch der Parkscheinautomat hier, nehmen nur 1 € Stücke. Wer produziert sowas? Ja, ich werde jetzt erstmal in die Stadt reinlaufen und dann werden wir die nächsten 4 Nächte hier noch stehen bleiben. Ja, so kann es dann manchmal auch kommen. Ja, ich bin jetzt ungefähr seit, ich würde sagen, 3-4 Tagen krank. Nachdem ich jetzt die Bremse mir angeguckt habe und das alles auseinandergenommen habe, um da eine Diagnose stellen zu können. Naja, auf jeden Fall stehen wir in Kontakt mit der Werkstatt, dass wir jetzt dann am Freitag, das ist in 3 Tagen, dann dahin fahren. Und dort können wir dann halt auch erstmal stehen, bis wir dann die Reparatur da durchführen lassen, der undichten Hinterachse. Eigentlich war ich davon ausgegangen, dass wir dann auch bis dahin noch da stehen bleiben dürfen, wo wir jetzt gerade sind. Naja, es gibt halt auch menschliche Enttäuschungen. Wir haben Bescheid gesagt, dass wir kurz losfahren, weil wir einkaufen müssen. Und da hat uns der Typ doch einfach ausgesperrt. In dem vollen Wissen, dass ich krank bin und eigentlich noch echt Erholung brauche. Ich hätte die 2 Tage echt noch gut gebrauchen können, um irgendwie auf die Beine zu kommen. Es ist ohne Worte. Also, naja. Also eigentlich ist es mal wieder auch so ein Moment gewesen, der Bauch sagt einem in dem Moment, was für ein Mensch das ist. Und da stimmt ja auch was nicht mit dem. Also was ist mit dem Typen los? Oh Mann, okay. Ja, 2 Kilowattstunden kosten hier 1 €. Ja, es ist okay, auch dass man jetzt hier 10 € bezahlen muss. Man hat hier Strom, man kann hier Wasser ablassen. Das werden wir jetzt auch noch die Tage jetzt tun, weil es ist für die nächsten Tage Minusgrade angesagt. Und wir haben ein bisschen Sorge um unseren Abwassertank. Den werden wir wohl heute Abend noch einmal leer machen. Ja, ich werde jetzt erstmal in die Stadt laufen
Also Google sagt irgendwie 9 Minuten. Ich hoffe, da kriege ich genug Kleingeld für die nächsten Tage organisiert. Nico liegt im Bett, ihm geht es überhaupt nicht gut. Ja, ich hoffe mal, dass er bis Montag, also in 4 Tagen, wieder fit ist. Weil da haben wir dann den Werkstattbesuch in Frankfurt. Und da wird dann unser Garantiefall hoffentlich erledigt. Unsere Achsen sind ja wieder undicht. Und das wird dann Renault in Frankfurt hoffentlich diesmal dann richtig reparieren. Also schon echt schön hier. Ich sag mal, wenn die Umstände etwas netter wären, könnte man das hier richtig gut genießen. Der Ort ist ja wohl wunderschön. Ich hoffe ja, dass es Nico schnell wieder besser geht und wir vielleicht noch Zeit haben, hier einmal durch die Altstadt zu laufen. Also begeistert mich gerade total hier. Gerade mal 20 € habe ich geschafft, heute zu wechseln. Ich war bestimmt jetzt irgendwie in gefühlt 40 kleinen Geschäften hier in der Altstadt. Irgendwie hat keiner mehr Bargeld. Naja, ich denke mal, für den Kasten mit dem Strom wird es auf jeden Fall reichen. Das andere müssen wir dann mal sehen, wie wir das bezahlen. Also falls ihr mal hier seid in der Nähe, es ist wirklich so schön. Ein kleiner Stop, ein Eis essen hier, das lohnt sich total mal die Altstadt sich anzugucken. Ich bin sowas von begeistert gerade, trotz dieses Wetters. Ich bin total nass schon und wollte eigentlich hier noch Geld wechseln und bin so froh, dass ich mir noch ein bisschen was angucken konnte. Ich habe es dann wieder zurückgeschafft, auch ohne Navigation. Ja, es war ein schöner Ausflug mal für mich, rauszukommen, weil wie schon gesagt, Nico liegt seit ein paar Tagen krank im LKW. Bei dem geht gar nichts mehr. Da stehen wir. Morgen brechen wir endlich die Zelte ab hier. Nach 7 Tagen habe ich auch echt verdammt nochmal die Schnauze voll. Ich freue mich, dass wir weiterfahren, auch wenn es nur in die Werkstatt ist, aber Hauptsache irgendwie unterwegs. So, ich mache jetzt noch einen Corona-Test, bevor wir in die Stadt gehen. Ich wollte mir die ja auch nochmal angucken. Ja, Daumen drücken. Wir sind jetzt beide negativ getestet, von daher grünes Licht. Wir können jetzt in die Stadt gehen, alles gut. Wir haben heute schönes Wetter, sodass wir uns das nochmal angucken wollen und mal ein paar schöne Aufnahmen für euch machen. Los geht's. Und wie gefällt es dir hier? Das ist echt schön hier. Echt super schön hier, ne? Ja, mega. Also die Stadt lohnt sich zu besuchen. Ja.
Wir sind gerade auf dem Rückweg aus der Altstadt von Büdingen und es war ein wunderschöner Tag dort. Habt ihr jetzt auch gesehen, schöne Bilder, lohnt sich auf jeden Fall hierher zu fahren. Wir werden jetzt als nächstes in die Werkstatt weiterfahren, das ist unser nächster Stopp. Und damit endet auch unser Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen da lasst und schreibt auch was in die Kommentare. Das hilft dem YouTube-Algorithmus, dass auch andere uns finden. Genau. Lasst uns auch gerne ein kostenloses Abo da, auch das hilft uns natürlich und auch andere, dass sie uns dann halt finden. Und dann sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin.